Hallo, mein Name ist Elena Mecik. Ich bin die Gründerin von Inhaber und heute zeige ich Ihnen, wie Sie mit Inhaber Ihre Verträge signieren können. Sie wurden heute von Ihrem Vertragspartner zur digitalen Unterschrift der qualifizierten elektronischen Signatur eingeladen. Die Einladung sieht circa so aus wie vor mir. Sie klicken als erstes auf Dokument ansehen und werden direkt weitergeleitet zu Inhaber, wo Sie ein Konto für sich zuerst erstellen müssen. Das ist erforderlich aufgrund davon, dass es sich eben um qualifizierte elektronische Signatur handelt und hier höhere Sicherheitsstandards benötigt werden. Ich bestätige, dass ich allgemeine Servicebedingungen akzeptiere und klicke auf Registrierung. Im nächsten Schritt muss ich die Wiederherstellungsphrase herunterladen. Diese ist notwendig für den Fall, dass Sie Ihr Passwort verlieren und vielleicht nach 1 oder auch 2 Jahren auf den unterzeichneten Vertrag zugreifen möchten. Sie können aber natürlich auch jederzeit sich den unterzeichneten Vertrag herunterladen. Direkt hier sehe ich Signaturanfragen. Gewerbemietvertrag Brunnenstraße in Berlin. Ich klicke auf Signieren und werde schon hier zur Signatur weitergeleitet. Ich bekomme eine kurze Erklärung, was ist eine qualifizierte elektronische Signatur und kann direkt hier auf Signieren gehen. Keine Angst, es startet nur der Prozess, mit dem es sozusagen dann auch weitergeht. Es geht noch nicht in diesem Fall um die tatsächliche Signatur. Sie werden hier in diesem Schritt nun weitergeleitet und Sie nehmen ein Handy, öffnen die Kamera und öffnen die entsprechende App. Nect Wallet. Die App muss heruntergeladen werden. So sieht die App aus. Nect Wallet. Weiter mit Nect ID. Und es werden meine Daten abgerufen. Ja, entsprechend hier sehe ich, bitte schließen Sie die Seite nicht, bevor der Vorgang abgeschlossen ist. Auf der Ebene hier werde ich gefragt, meine Kamera hoch genug zu halten, gut sichtbar zu sein. Beim ersten Mal werden Sie auch in den Prozess weitergeleitet und müssen Ihren Ausweis von beiden Seiten zeigen und auch hin und her bewegen. Da ich das schon gemacht habe, geht es für mich nur darum, einige Fragen zu beantworten. Ja, ich muss näher rankommen und jetzt Kleiderbügel, Fahrradweg. Ja, so einfach ging es. Ich habe 2 Wörter vorgelesen. So sieht es in der App aus. Die App sollte nicht geschlossen werden. Meine Daten werden in diesem Moment verarbeitet. Ganz wichtig, nehmen Sie sich die Zeit. Es dauert nur wenige Minuten, 2, 3 Minuten, der ganze Prozess. Aber in dieser Zeit sollte man tatsächlich verfügbar sein. Man sollte auch gute Internetverbindung haben, denn wenn man diese nicht hat, könnte es eben dazu kommen, dass der komplette Prozess nochmal vorgenommen werden müsste. Nun ist der Prozess fertig. Meine Authentifizierung ist durchlaufen. In der App werde ich weitergeleitet, wo mir gezeigt wird, dass ich nun auch das Dokument signieren kann. Ich klicke auf Weiter, bestätige die Einwilligungserklärung und BV-Sign AGBs, stimme zu. Erst in diesem Moment gelange ich zu dem Dokument, das ich mir durchlese und entsprechend auch unterzeichnen kann, indem ich auf Unterschrift klicke. Ich kann auch ablehnen, die Möglichkeit gibt es auch. Nun sehe ich, es wird unterschrieben, das sehe ich direkt hier in der App. Auf dem Computer ist die Seite weiterhin geöffnet und nun werde ich automatisch hier weitergeleitet. Zurück zu Inhaber, klicke ich auf dem Smartphone.
und sehe nun den unterzeichneten Vertrag bei Inhaber auf dem Computer. Ja, am Ende ist der digitale Signaturstempel hinterlegt. Ich habe hier die Möglichkeit, zwischen den Ansichten zu wechseln zur Übersicht und kann mir den unterzeichneten Vertrag herunterladen. Ebenfalls können Sie sich den unterzeichneten Vertrag jederzeit in der App anzeigen lassen und auch mit Ihren Zugangsdaten bei Inhaber jederzeit auch reingehen und sich den Vertrag erneut anschauen. Wenn Sie Fragen haben, dann melden Sie sich gerne direkt auch bei uns, bei Inhaber. Und ich wünsche Ihnen einen angenehmen und einfachen Signaturprozess.